Ich habe in den letzten Jahren viele Nähhelfer ausprobiert, aber wenn ich ehrlich bin, braucht ihr gar nicht alle davon. Ich zeige euch heute die Nähhelfer, die mein Nähen wirklich verändert und verbessert haben. Um euch meine Nähhelfer zu zeigen, habe ich mein Video in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal zum Thema Zuschnitt und einmal zum Thema Nähen. Das heißt, wenn euch das Nähen mehr interessiert, könnt ihr nach vorne springen. Ich habe euch Markierungen gesetzt. Und jetzt starten wir gleich rein. Wir kommen gleich zum ersten Gegenstand. Als erstes möchte ich mit euch über Nähgewichte sprechen. Die sind sowas von cool. Ich liebe Nähgewichte. Ich finde, dass sie den Zuschnitt mit dem Rollschneider so viel einfacher machen und so viel klarer. Zum Beispiel könnt ihr damit wirklich präzise zuschneiden, ohne dass euer Stoff oder euer Schnittmuster verrutscht. Und ich nähe ja nun mal sehr viel mit Schnittmustern. Ohne funktioniert es für mich einfach nicht. Und wenn ich sie vorher selber erstelle, aber ohne geht es für mich einfach nicht. Und deswegen sind mir wirklich diese Nähgewichte total wichtig. Und seht euch das mal an. Ich habe sogar ein eigenes Nähgewicht entwickelt. Ich habe zwar schon welche, die zeige ich euch. Diese hier von Snapply.de. Diese Knöpfe, die habe ich ganz lange benutzt und ich finde die auch wirklich cool. Die haben aber für mich in meinem Nähen ein paar Schwächen gehabt. Und zwar habe ich festgestellt, dass das Schnittmuster und auch der Stoff sich manchmal nach oben rollen. Gerade wenn man Schnittmuster gerollt aufbewahrt, dann machen die immer so eine Schnabel nach oben. Und das hat mich wirklich doll genervt. Und deswegen habe ich bei diesen Nähgewichten hier einfach diesen Schnabel von, ich nenne ihn auch Schnabel, diesen Schnabel hier vorne entwickelt. Und der macht euer Schnittmuster oder eben euren Stoff, der sich vielleicht rollen möchte, komplett glatt. Und ihr kommt mit dem Rollschneider aber noch perfekt vorbei. Bei den herkömmlichen Nähgewichten verschiebt ihr das Nähgewicht, weil ihr das nicht ganz an den Rand schieben könnt, weil der Rollschneider ein bisschen Überstand hat. Das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil der Stoff sich ja dann rollt an der Stelle, wo ich mit dem Rollschneider drüber komme. Und deswegen sind diese Nasen hier wirklich super cool. Die finde ich richtig praktisch. Und dann habe ich das Ganze noch weiter gedacht. Ich habe dann gedacht, meine Nähgewichte, die muss ich immer irgendwo reintun. Also die brauchen ein Ordnungssystem, sonst fallen die um, sonst fliegen die herum. Das fand ich irgendwie blöd. Deswegen habe ich meine Nähgewichte so konzipiert, dass man die einfach übereinander stapeln kann und die rasten richtig ein. Das heißt, wenn ihr mal mehr Gewicht braucht, ist das kein Problem. Ihr könnt 6 Nähgewichte mit einmal aufstellen. Das ist kein Problem. Die bleiben ganz gerade aufeinander stehen, weil diese Knöpfe hier aufeinander einrasten. Das finde ich auch richtig toll. Ich habe mir da wirklich viele Gedanken zu diesem Produkt gemacht und die kann man auch in einem Ständer bestellen, in einem Türmchen, wo man die ordentlich einsortieren kann. Das finde ich auch richtig cool geworden. Und hier habe ich 3 Farben im Angebot, die mir alle sehr, sehr gut gefallen und die, wie ich finde, für jeden Geschmack zu haben sind. Und dann würde ich bei diesen Nähgewichten auch gerne noch erwähnen, dass die perfekt für den Beamer-Zuschnitt sind. Da haben wir ja ganz oft das Problem, dass der Stoff sich rollt. Gerade wenn man French Terry oder Jersey zuschneidet, dann rollt der Stoff so komisch nach oben beim Zuschnitt. Das ist super nervig, weil eigentlich muss er ganz glatt liegen, damit man diese Linien vom Beamer sehen kann. Das funktioniert aber leider mit den herkömmlichen Nähgewichten nicht perfekt. Es funktioniert, aber nicht perfekt. Und deswegen habe ich eben diese Nähgewichte auch entwickelt. Da würde ich aber die Farbe Weiß empfehlen, weil ihr die dann beim Beamer-Zuschnitt auch perfekt sehen könnt. Und da wir jetzt so viel über den Rollschneider geredet haben, möchte ich den natürlich auch mit aufnehmen in meine Lieblingsnähhelfer, die mein Nähen verbessert haben. Denn beim Zuschnitt geht es für mich mit dem Rollschneider einfach so viel schneller. Es ist viel präziser als mit der Schere. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach mit der Schere nicht so gut umgehen kann, aber mit dem Rollschneider wird es bei mir perfekt. Ich benutze auch einen Rollschneider fürs Basteln. Da ist eine stumpfe Restklinge drin von meinem Stoff und damit schneide ich zum Beispiel Papier zu oder eben auf Folien vom Plotten. Das funktioniert perfekt. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal mit einem Rollschneider zu versuchen. Ich habe aber schon mal ganz ausführlich über Rollschneider gesprochen und was man vielleicht dabei alles falsch machen kann. Da schaust du mal in das Video dort oben, das ich dir verlinkt habe. Dieses Video haben auch wirklich viele Menschen geguckt. Das fand ich richtig toll, denn das Thema Rollschneider ist wirklich super interessant.
Als nächstes möchte ich mit euch über Stoffklammern sprechen. Die habe ich hier in so einem Beutel in allen möglichen Größen. Das Coole ist bei Stoffklammern, dass sie eben keine Löcher in den Stoff machen oder zum Beispiel in Kunstleder. Da könnt ihr halt schlichtweg einfach eure Nadeln, eure Stecknadeln nicht benutzen, weil ihr sonst Löcher macht. Und da ist es unablässig, dass man hier diese Stoffklammern benutzt. Und ich finde es halt toll, ich benutze sie so gerne, weil sie immer schnell gesteckt sind. Ich kann mich nicht stechen. Ich bin ein riesiger Tollpatsch, der sich ständig an Stecknadeln sticht. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich Stoffklammern benutzen kann. Bei manchen Projekten funktioniert es ja leider nicht. Aber wenn ich sie benutzen kann, dann tue ich es auf jeden Fall. Und ich habe hier auch wirklich alle Größen. Es gibt nämlich hier zum Beispiel so eine ganz kleinen engen, aber auch ganz breite, die zum Beispiel perfekt für Gummis sind. Und die sind zum Beispiel perfekt für so Halsausschnitte oder Bündchen oder allgemein so ganz kleine filigrane Nähte. Da nehme ich diese ganz kleinen. Und es gibt auch noch diese ganz großen. Ich habe meine Klammern, also die meisten davon vom Teddy. Ich habe die dir auch schon mal ganz ausführlich in einem Video vorgestellt. Und wenn dich das interessiert, schau mal da oben rein. Da geht es um alle Nähgadgets, die ich vom Teddy getestet habe. Aber Stoffklammern auszuprobieren, würde ich wirklich jedem empfehlen. Die kosten nicht viel Geld. Und ich habe dir mal meine Lieblingsstoffklammern, das sind die von Priem, unten im Video verlinkt. Übrigens habe ich dir alle Produkte verlinkt, auch meine eigenen Produkte aus dem Shop sind in diesem Video verlinkt. Also schau dich gerne mal um. Vielleicht ist auch nicht alles was für dich, aber die Nähgewichte kann ich jedem mit Rollschneider empfehlen, mal anzuschauen. Und auch jeder mit Beamer sollte diese Option vielleicht mal ausprobieren. Also der große Vorteil an Stoffklammern ist einmal, dass man sich nicht pieksen kann, man macht keine Löcher in den Stoff und es verrutscht auch nichts. Gut, bei Stecknadeln verrutscht auch nichts und vielleicht kann man auch drüber nähen. Das kann man bei Stoffklammern nicht, aber ich liebe sie einfach trotzdem und sie sind meine große Empfehlung, sie mal auszuprobieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Und auch passend zum Thema Rollschneider, aber auch allgemein zum Anzeichnen sind diese Lineale. Also selbst wenn du nicht quiltest, finde ich, solltest du ein Quilting-Lineal haben. Die sind einfach wirklich toll. Ich benutze die fast bei jedem Projekt. Selbst wenn ich Kleidung zuschneide, bei jeder Geraden lege ich mein Quilting-Lineal an und fahre mit dem Rollschneider lang. Das macht es wirklich einfacher beim Zuschnitt. Ja, ich kann gerade Linien zeichnen, aber damit wird es wirklich perfekt. Der Zuschnitt sieht damit richtig toll aus. Und gerade wenn du selbstständig nähst, also eher ohne Schnittmuster, also wirklich nur Maße nimmst, ist es auch zum Anzeichnen wirklich praktisch, weil die halt schön lang sind. Ich empfehle aber wirklich direkt, sich ein langes zu holen. Es gibt auch kurze, es gibt auch quadratische. Wenn du nicht quilten möchtest, würde ich mir so ein langes Quilting-Lineal holen. Ich habe dir unten eins verlinkt, aber das hier ist zum Beispiel vom Teddy. Die bekommt man für wirklich wenig Geld. Und ich finde die richtig, richtig klasse. Und was auch ein großer Vorteil ist, die haben eben nicht nur die Länge und eben auch so eine schöne Kante, an der man lang schneiden kann mit dem Rollschneider oder mit dem Stift. Die haben eben auch hier diese Winkel eingezeichnet. Das heißt, du kannst hier perfekt im 45 Grad Winkel anlegen und zeichnen im 60 Grad Winkel, 30 Grad Winkel. Das ist doch wirklich toll, dass man das dann auch wirklich schön gerade nutzen kann. Also wenn du noch kein Quilting-Lineal hast, probier es aus. Das verändert dein Nähen und macht es beim Zuschnitt schneller. Kommen wir zum großen Themenkomplex Nähen. Jetzt zeige ich euch die Nähhelfer, die mein Nähen vereinfacht, verbessert und auch schneller gemacht haben. Dann kommen wir zu einem Gegenstand, da habe ich mich lange geweigert, einen zu kaufen. Warum, weiß ich im Nachgang selber nicht mehr, weil ich immer dachte, ach, das mache ich mit einem Bleistift oder so. Das ist hier so ein Kantenformer. Ich finde diesen Kantenformer wirklich praktisch, denn immer wenn ich eine Tasche nähe, auch zum Beispiel bei Kunstleder wirklich unablässig oder eben auch bei Kleidung, da versuche ich immer mit dem Kantenformer dann wirklich eine schöne Kante auszudefinieren und es sieht am Ende immer professioneller aus. So ein Kantenformer schafft es halt wirklich, die Kanten von zum Beispiel Taschen oder eben auch von einem Besatz oder so richtig perfekt auszuformen, weil ihr hier vorne so eine Spitze habt. Mit einem Bleistift funktioniert das einfach nicht so gut, weil der ja rund ist und nicht so glatt. Und ich habe mir so gedacht, so ein Kantenformer, der hat halt nur eine einzige Funktion, deswegen habe ich mir lange keinen gekauft. Ich habe mir dann einen gekauft,
habe aber festgestellt, dass ich den zum Beispiel überhaupt nicht an meine Lochplatte hängen kann, weil diese Haken zu breit sind. Deswegen hat der Kantenformer, den ich selber entwickelt habe, hier oben wirklich ein großes Herzchen, an dem ihr, egal wie groß euer Haken ist, den anhängen könnt. Denn hängend aufbewahrt ist der so viel praktischer, als wenn der irgendwo rumliegt und verschwindet, oder? Und dieser Kantenformer heißt halt 3-in-1 Kantenformer, weil der 3 Funktionen hat. Jetzt fragt man sich, wie kann dieses kleine Ding 3 Funktionen haben? Ganz einfach, dieser Kantenformer hat halt hier vorne diese Spitze zum Ausformen der Kanten. Hinten ist er aber eher glatt abgerundet und ihr könnt damit eine Nahtzugabe auseinander streichen. Also wenn ihr eine Nahtzugabe mal nicht bügeln wollt oder sie vielleicht nicht so starr ist, weil ihr Webware benutzt, dann könnt ihr diesen Kantenformer nutzen und einfach über eure Nahtzugabe fahren und dann ist die perfekt auseinander, ohne zu bügeln. Und die dritte Funktion ist eine Nähnadel-Einfädelfunktion. Du kannst hier die Nähnadel für deine Nähmaschine einsetzen und die damit unter diesen Nähschaft führen, nach oben stecken und dann mit der freien Hand festschrauben. Glaub mir, das ist ein bisschen einfacher, als das mit der Hand zu machen. Und perfekt funktioniert das übrigens bei Overlock-Nähmaschinen. Also bei meiner Overlock will ich dieses Löchlein hier an dem Kantenformer nicht mehr missen. Damit kann ich perfekt die Nadeln bei der Overlock einsetzen. Das funktioniert zumindest bei meinem Modell wirklich super gut. Den gibt es übrigens auch in 3 Farben, in den gleichen Farben, in denen es auch meine Nähgewichte gibt. Rauchblau, Pink und Weiß. Kommen wir zu etwas, das mich wirklich lange genervt hat. Das sind klassische Hebammen. Also ich meine jetzt nicht die, die mich bei meinen Babys betreut haben, sondern ich meine die zur Höhenüberwindung. Zum Beispiel dieses Teil hier. Also ich weiß nicht, wer das designt hat, aber einen Designpreis gewinnt es halt nicht. Es ist funktional, aber schaut mal, wie sperrig es ist, ne? Also es ist nicht flach und ja, es passt halt irgendwie in das Fach hinten rein bei meiner Nähmaschine, aber es ist super sperrig und das hat mich super krass genervt, zumal ich hier ja nur 2 verschiedene Höhen habe. Und das fand ich irgendwie nicht so richtig gut. Ich hätte gern welche, die ich eventuell vielleicht anhängen kann oder die einfach ein bisschen kleiner sind oder einfach funktionaler. Deswegen habe ich mich entschieden, solche Helfer für die Höhenüberwindung auch selbst zu designen. Die habe ich hier. Ich vermute mal, manche von euch haben die sogar schon mal gesehen, weil die unter meinen Videos verlinkt sind. Schaut mal, wie hübsch die geworden sind. Ich bin wirklich verliebt. Ich musste jetzt auch schon ganz viel nachproduzieren, weil die wirklich beliebt sind bei euch. Weil ich glaube, da habe ich auch einen Nerv getroffen, weil ich vermute, dass die meisten diese Teile hier genauso blöd finden wie ich. Ich habe euch hier ein Dreier-Set mit diesen 3 Höhenausgleichshelfern designt. Die haben verschiedene Höhen, einmal 3 mm, einmal 5 mm und einmal 8 mm und die passen perfekt zusammen. Mit den Herzchen habe ich euch markiert, wie hoch die sind. Das heißt, die höchste Höhe hat 3 Herzchen, die mittlere mit 5 mm hat 2 und die kleinere hat nur ein Herzchen bekommen. Die kann man so perfekt stapeln, die kann man gut verstauen. Vielleicht benutzt man auch nur eine davon richtig oft, die kommt dann in das Fach von der Nähmaschine, die anderen kann man ja in der Box aufbewahren oder so. Stell dir vor, du möchtest zum Beispiel den Saum einer Jeans nähen. Du fängst an, legst alles drunter, senkst den Nähfuß und der ist komplett schief. Und wenn du das Pedal drückst, tut sich gar nichts, bis auf die Nähnadel, die ganze Zeit auf der Stelle rumnäht und du bekommst Fadensalat und auch ganz viel Frust, denn es wird einfach nicht transportiert. Und das liegt daran, dass der Nähfuß einfach so schief liegt. Und wenn du hinten etwas einlegst, wie zum Beispiel so ein Höhenausgleich, den schiebst du einfach von hinten ran, deswegen hast du hier diese Aussparung und der wird dann einfach mittransportiert und fällt dann hinten runter. Das ist wirklich gar kein Problem und damit kannst du die Höhe ausgleichen. Und das war für mich wirklich eine große Hilfe. Damit hatte ich am Anfang immer Probleme. Ich hatte Probleme mit Bündchen, ich hatte Probleme mit Sweat allgemein mit meiner Nähmaschine. Das hat alles nicht so richtig funktioniert zu nähen, weil es zu hoch war. Weil der Nähfuß einfach schief lag und damit nichts mehr transportiert wurde. Damit habe ich eine Lösung gefunden. Das funktioniert sofort. Ich habe das mit Jeans ausprobiert und mit anderen Materialien. Es funktioniert perfekt. Ein Tool, das wirklich unterschätzt ist, ist das hier. Der Nahttrenner.
denn der Nahttrenner ist ja quasi bei jeder Nähmaschine dabei. Meistens sind die so ganz klein, also haben hinten nur so einen ganz kurzen Griff. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig leiden. Ich finde, die liegen ganz furchtbar in der Hand. Gerade wenn man mal viele Nähte auftrennen muss, zum Beispiel auch Overlock-Nähte, da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und da wäre es doch cool, wenn so ein Nahtrenner perfekt in der Hand liegt. Ich habe dir mal einen da unten verlinkt, der ergonomisch ist und den du gut in der Hand halten kannst, den ich am besten finde. Und diese Nahttrenner hier sind ja nicht nur dafür da, wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, um eine Naht aufzutrennen, sondern man benötigt sie ja zum Beispiel auch, wenn man ein Knopfloch öffnen muss, wenn man eins genäht hat. Dafür sind die natürlich auch perfekt. Da dreht man die einfach um und nimmt eben nicht diese Spitze, sondern hier dieses Ende mit dieser Kugel und damit kannst du dann dein Knopfloch öffnen. Man nutzt sie ja zum Beispiel auch, wenn du so Beutel nähst, eine Kordel durchziehen möchtest, oben durch den Tunnel, dann öffnest du zum Beispiel den Tunnel auch mit deinem Nahttrenner. Also brauchst du ihn eigentlich nicht nur für Fehler, du brauchst ihn allgemein zum Nähen. Und deswegen möchte ich dir einfach hiermit empfehlen, nicht das Standardteil aus deiner Nähmaschine zu benutzen, sondern eben einfach einen, der wirklich gut in der Hand liegt, denn du wirst ihn oft brauchen, du wirst ihn oft benutzen, du wirst ihn für Projekte benötigen und du wirst Fehler machen. Das machen wir alle mal. Wir stecken falsch zusammen, wir nutzen das falsche Garn oder was auch immer. Es wird passieren. Und einen Nahttrenner braucht man eben einfach. Und für mich war halt die große Veränderung zu wissen, ich muss ja nicht dieses Standardteil nehmen. Ich kaufe mir jetzt einen richtig guten, der toll in der Hand liegt. Und damit bin ich dann auch wirklich zufrieden. Und als letztes habe ich noch eine ganz kleine Ausgabe. Das ist nichts Teures, aber es hat wirklich mein Nähen einfach professionell aussehen lassen. Und dabei geht es um die hier, um die Zwillingsnadel. Eigentlich ist die ja gar nicht zum Säumen entwickelt worden, sondern um Wiesen zu nähen. Ich benutze sie aber zum Säumen, um quasi eine Coverlock-Naht nachzubilden. Und ich finde, Zwillingsnadeln lassen wirklich so ein Nähergebnis richtig, richtig professionell aussehen. Wenn du damit einen Saum nähen möchtest, ist es wichtig, dass du auf der rechten Seite des Stoffes nähst, denn unten drunter bildet sich quasi ein Zickzackstich und oben hast du dann diese schönen parallelen Nähte, so wie es eben auch bei Shirts ist, die man kaufen kann. Zum Beispiel wie bei meinem hier. Und das kann man perfekt mit so einer Zwillingsnadel nachbilden. Wichtig ist aber, dass du projektbezogen die Zwillingsnadel nutzt, denn es gibt welche für Stretch und es gibt eben welche, die sind universal. Schaut mal, ich habe hier zwei unterschiedliche. Die Universal eignet sich nicht für dehnbare Stoffe. Da könntest du wirklich Probleme bekommen. Deswegen habe ich zwei verschiedene Arten da, weil ich auch bei Webware sehr, sehr gern die Zwillingsnadel benutze. Die Säume sehen einfach so schön aus. Und ich habe auch mal in einem Video ausprobiert, wie es aussieht, wenn man Ziernähte oder eben den Zickzackstich mit so einer Zwillingsnadel benutzt. Und das sieht auch richtig, richtig cool aus. Probier dich da gerne mal aus. Mein Tipp: hol dir eine Zwillingsnadel. Wenn du viel Kleidung nähst, fang am besten mit einer Stretchnadel an. Und wenn du viel mit Webware nähst, dann suchst du dir die Universal-Nähnadel aus. Was ich bei diesen Nähhelfern so spannend finde, ist, dass eben diese Kleinigkeiten oder diese kleinen Helfer den großen Unterschied machen. Es sind wirklich oft die kleinen Dinge, die einem weiterhelfen können. Sie sparen Zeit und sie machen das Nähen einfach viel angenehmer. Jetzt möchte ich aber mal wissen, was ist der eine Nähhelfer, der für dich das Nähen verändert oder eben verbessert hat? Es geht nicht immer um Schnelligkeit, aber auch um das Gefühl. Also was macht für dich das Nähen einfacher? Was war für dich die Veränderung, wo du gedacht hast, die muss ich mal mit jemandem teilen? Schreib das bitte unbedingt unten in die Kommentare. Das interessiert nicht nur mich, sondern alle, die dieses Video sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich ganz doll über dein Abo und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder 19 Uhr hier auf YouTube. Mach's gut!